Wir leben in einer Zeit, in der alles immer schneller, bequemer und verfügbarer werden soll. Essen, Informationen, Unterhaltung, alles nur noch einen Klick entfernt. Es ist nur logisch, dass sich diese Haltung auch auf die Seele und Psyche überträgt. Wer heute leidet, traurig oder orientierungslos ist, sucht oft nach schnellen Lösungen. Ein paar Klicks im Internet, ein Retreat in Südamerika, ein Versprechen auf Heilung ohne Anstrengung. Und viele Menschen greifen nach allem, was Erleichterung verspricht. Die psychologische Wurzel dieser Sehnsucht ist tief. Wir alle kennen den Wunsch, Schmerz zu vermeiden, Zweifel zu übergehen, Trauer abzukürzen. Viktor Frankl nannte diese Furcht eine Existenz auf der Suche nach Sinn ohne Verantwortung. Sie entsteht dort, wo wir den schwierigen, aber heilsamen Weg der Auseinandersetzung vermeiden wollen. Drogen, und ich meine hier nicht nur die harten Substanzen, scheinen genau diese Abkürzung zu bieten. Schon die Alltagsdrogen funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Kaffee für schnelle Energie, Alkohol für kurzfristige Entspannung, Nikotin für einen kleinen Moment innerer Ruhe. Jede dieser Substanzen wirkt unmittelbar, sie verändert unseren Zustand, ohne dass wir wirklich etwas an uns selbst ändern müssten. Hier beginnt ein Muster, das sich leicht auf andere Bereiche überträgt. Wenn ein Glas Wein den Stress nimmt, warum nicht auch etwas Stärkeres? Wenn ein Retreat mit medizinischen Pflanzen verspricht, jahrzehntelange Traumata in einer Nacht zu heilen, warum nicht versuchen? In meiner Praxis sehe ich genau dieses menschliche Grundmuster. Viele Menschen kommen nicht, weil sie einfach mal probieren wollen, sondern weil sie eine Abkürzung gesucht haben. Manche wollten ihre Angst vor dem Alleinsein betäuben. Andere wollten ihr Selbstwertgefühl aufladen, ohne mühsam alte Wunden anzuschauen. Und manche suchten tatsächlich nach einer Art Erleuchtung, einem Kick in Richtung Sinn und Spiritualität. Doch hier liegt bereits der erste innere Konflikt. Wahre Entwicklung ist nie instant. C.G. Jung warnte davor, dass die Konfrontation mit dem eigenen Unbewussten Zeit, Verantwortung und Reifung braucht. Wer den Weg abkürzen will, riskiert, nicht bei sich selbst, sondern in einer Illusion zu landen. Man könnte sagen, die moderne Seele hungert, aber sie ist ungeduldig. Und auf diesen Hunger antwortet ein riesiger Markt von Versprechungen. Drogen, Retreats, Pillen, Substanzen, alles, was den Menschen glauben lässt, dass Entwicklung etwas ist, das man konsumieren kann. Diese Dynamik ist keine reine Suchtfrage, sie ist ein gesellschaftlicher Spiegel. Wir sind es gewohnt, dass alles verfügbar ist. Warum also nicht auch Heilung, Erleuchtung, Seelenruhe? Doch genau hier beginnt die Illusion der Abkürzung, die wir in den nächsten Teilen entlarven werden. Denn wer den schwierigen Weg der inneren Arbeit scheut, landet oft nicht bei Freiheit, sondern in einer neuen Form der Abhängigkeit. Wenn wir von Drogen sprechen, denken viele zunächst an klassische Rauschmittel, Alkohol, Kokain, Heroin. Doch in den letzten Jahren hat sich ein neuer Trend entwickelt, der vor allem Menschen anspricht, die eigentlich nach Sinn, Heilung oder spiritueller Entwicklung suchen. Die psychedelischen Substanzen. Hierzu gehören vor allem Psilocybin, haltige Pilze, Ayahuasca, DMT und LSD. In sozialen Medien und auf unzähligen Webseiten werden sie heute nicht mehr als gefährliche Drogen, sondern fast schon als spirituelle Medizin beworben. Retreat-Zentren versprechen Transformation über Nacht mit Schlagworten wie Heilung uralter Traumata, Erleuchtung in einer Nacht, direkter Kontakt zum Universum. Was hier passiert, ist ein psychospiritueller Reiz. Der Mensch wird eingeladen, in einen außergewöhnlichen Bewusstseinszustand einzutreten, der sich oft überwältigend anfühlt. Farben leuchten intensiver, Emotionen brechen sich Bahn, Menschen erleben Visionen oder fühlen sich eins mit allem. C.G. Jung würde hier von einer Konfrontation mit unbewussten Inhalten sprechen, aber mit einem entscheidenden Unterschied. In der klassischen tiefen Psychologie geschieht diese Konfrontation langsam, begleitet, integriert. Unter einer psychedelischen Substanz hingegen reißt der Damm plötzlich auf. Viele Menschen erleben dann zwar Euphorie oder tiefe Gefühle der Verbundenheit, doch diese Gefühle sind nicht automatisch Integration. Sie sind eher wie ein Blick durchs Schlüsselloch in Räume der eigenen Psyche, Räume, die man ohne Vorbereitung oft nicht betreten sollte, denn dann besteht die Gefahr, sich zu verlieren. Hier beginnt die spirituelle Verführung. Ein Mensch glaubt,
dass er durch diesen einen Trip erleuchtet oder geheilt sei. Manche erleben tatsächlich tiefgreifende Einsichten, doch diese verpuffen, wenn sie nicht in den Alltag integriert werden können. Und nicht selten entsteht ein Rausch nach dem Rausch, das ständige Suchen nach der nächsten Zeremonie, nach dem nächsten ekstatischen Moment. In meiner Praxis habe ich Menschen getroffen, die nach einer Serie von Ayahuasca-Retreats in tiefer innerer Verwirrung zurückkamen. Sie sagten, ich habe mich eins mit dem Kosmos gefühlt, aber zu Hause fühle ich mich leerer und leerer als je zuvor. Diese Leere entsteht, weil die Spitze der Erfahrung nicht durch ein Fundament der Persönlichkeit getragen wird. Der Denker Erich Fromm würde sagen, echtes Sein entsteht nicht durch Konsum. Egal, ob es sich um Dinge, Erlebnisse oder Substanzen handelt, sobald wir sie haben wollen, um etwas zu sein, betreten wir den Weg der Selbstentfremdung. Und hier wird es gefährlich. Die Romantisierung psychedelischer Substanzen vermittelt, dass Wachstum, Heilung und Spiritualität einfach gekauft und konsumiert werden könnten. Aber was als Heilungsversprechen daherkommt, kann sehr schnell zum spirituellen Irrweg werden. Denn es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen einer Vision und einer Verwandlung. Eine Vision kann man haben, ohne sich zu ändern. Eine Verwandlung geschieht nur durch innere Arbeit, Verantwortung und Integrität. Die Verführung besteht darin, dass wir glauben, die Vision allein sei schon die Verwandlung. Doch genau hier setzt die Illusion der spirituellen Abkürzung ein. Und sie führt, wie wir in den nächsten Teilen sehen werden, oft in psychische Krisen und seelische Verwirrung. Wer glaubt, dass psychedelische oder bewusstseinsverändernde Substanzen nur Türen zu höheren Welten öffnen, übersieht die Schattenseiten, die in meiner Praxis immer wieder sichtbar werden. Denn was in der Werbung als Heilung oder Erleuchtung verkauft wird, endet oft in psychischen Krisen und manchmal in einer seelischen Verirrung, die lange nachwirkt. Die akuten Nebenwirkungen sind bekannt. Angstzustände bis hin zu Panikattacken, Verlust des Realitätsbezugs, Flashbacks oder sogenannte Bad Trips. Aber es gibt auch subtile, langfristige Folgen, die in der öffentlichen Diskussion oft verharmlost werden. Eine Destabilisierung des Ichs, besonders bei sensiblen oder traumatisierten Menschen. Verwirrung über die eigenen Gefühle, weil die Intensität des Rauschs später im Alltag fehlt. Erschöpfung und emotionale Leere, wenn die Psyche sich von der Überflutung erholen muss. Viele Menschen, die nach einer Serie von Retreats oder Experimenten in meine Praxis kommen, berichten mir ein ähnliches Muster. Im Moment des Rauschs war alles klar. Ich habe mich eins gefühlt, aber jetzt bin ich leerer, orientierungsloser und einsamer als je zuvor. Dieses Gefühl ist kein Zufall. Aus der Sicht von C.G. Jung geschieht hier eine inflationäre Berührung mit dem Unbewussten. Das bedeutet, Inhalte aus tiefen psychologischen Schichten der Psyche treten plötzlich an die Oberfläche, aber ohne die schützende Begleitung von Bewusstsein und Reifung. Das Ich wird überfordert, die Erfahrung kann nicht verarbeitet werden. Hier zeigt sich die entscheidende Differenz zwischen Erlebnis und Entwicklung. Ein Erlebnis kann überwältigend, schön oder erschütternd sein. Entwicklung beginnt erst dort, wo ein Mensch das Erlebte integriert, versteht und verkörpert. Genau deshalb gibt es den alten Satz, den ich in meiner Arbeit immer wieder benutze. Wenn Drogen erleuchten würden, wären Junkies die weisesten Menschen der Welt. Aber sie sind es nicht. Warum? Weil Erleuchtung nicht von außen kommt und weil jede echte Transformation den Prozess der inneren Auseinandersetzung erfordert. Hier lohnt sich ein kurzer Blick auf die Beobachtungen von Viktor Frankl. Er beschrieb, dass Menschen, die Schmerz oder Sinnkrisen mit äußeren Mitteln umgehen wollen, sich am Ende noch tiefer in die Sinnlosigkeit verstricken. Wer Angst betäubt, lernt nicht, sie zu durchstreiten. Wer Einsamkeit mit Rausch füllt, bleibt innerlich allein. Wer Spiritualität konsumiert, verliert am Ende die eigene seelische Autorität. Ich habe in den letzten Jahren erlebt, dass diese seelische Destabilisierung sogar in den Alltag hineinwirkt. Menschen verlieren den Bezug zu ihrer Arbeit und zu ihren Beziehungen. Sie fühlen sich zwischen den Welten, unfähig, selbst einfache Entscheidungen zu treffen. Manche geraten in einen Kreislauf von Rausch und Ernüchterung, der ihre psychische Widerstandskraft langsam untergräbt. Besonders gefährlich ist hier die Selbsttäuschung, die mit dieser Entwicklung einhergeht. Viele Betroffene glauben noch immer, sie seien auf einem höheren Weg.
während sie in Wahrheit immer tiefer und tiefer in Abhängigkeit und Verunsicherung geraten. Damit kommen wir zum nächsten Schritt, der diese Dynamik verstärkt: die psychospirituellen Irrwege der Moderne, in denen Drogen und Technik zu einem Machbarkeitswahn verschmelzen. Ein Thema, das wir im nächsten Teil betrachten werden. Wenn wir die Entwicklung unserer Zeit betrachten, erkennen wir ein gemeinsames Muster. Der Mensch sucht nach Abkürzungen, nicht nur in der Medizin, nicht nur in der Spiritualität, sondern zunehmend auch in der Technologie. Hier treffen sich Drogenkultur und Transhumanismus auf überraschende Weise. Drogen versprechen eine Abkürzung in innere Welten, transhumanistische Ideen versprechen eine Abkürzung in äußere Perfektion. Ein Mensch, der optimiert, gesteuert und von außen verbessert wird. Beide haben denselben blinden Fleck. Sie verkennen die Seele. Amin Risi warnt seit Jahren vor einem monistischen Weltbild, in dem der Mensch glaubt, alles sei letztlich maschinell machbar. Glück, Bewusstsein, sogar Leuchtung. Und genau hier knüpfen moderne Strömungen an. Microdosing mit LSD, um kreativer zu werden, Neuroenhancement, um klüger zu wirken, technologische Schnittstellen, um Gefühle und Bewusstsein von außen zu steuern. Die Logik dahinter ist dieselbe wie bei den Drogen. Ich will die Erfahrung, ohne den Weg zu gehen. Ich will die Frucht, ohne den Baum wachsen zu lassen. Doch echte seelische Entwicklung folgt anderen Gesetzen. Sie ist nicht beschleunigbar, nicht konsumierbar, nicht delegierbar. Hier lohnt sich ein Blick auf Dietrich Bonhoeffer, der in seiner Ethik eindrücklich vor dem Ersatz von echter innerer Reifung durch äußere Macht warnte. Das Böse erscheint oft nicht als böse, sondern als das scheinbar Notwendige und Fortschrittliche. Wenn heute Drogen und Technologien als Befreiung der Seele verkauft werden, folgen sie oft genau diesem Prinzip. Die äußere Lösung ersetzt den inneren Weg und wird dadurch zum subtilen Irrweg. R.E. Fromm spricht in diesem Zusammenhang von der Illusion des Habens statt des Seins. Wer Bewusstsein haben will, wird es verlieren. Wer Erleuchtung besitzen will, verfehlt ihre Natur. Wer die Seele technisch oder chemisch manipulieren möchte, verliert ihre Freiheit. In der Praxis erlebe ich, dass Menschen nach solchen Abkürzungen oft verlorener als zuvor sind. Sie haben intensive Erlebnisse gesammelt mit Substanzen, Retreats oder sogar Biohacking, aber keine innere Heimat gefunden. Statt Selbstvertrauen entsteht Abhängigkeit von der nächsten Pille, dem nächsten Retreat, dem nächsten technologischen Update. Hier zeigt sich der psychospirituelle Irrweg der Moderne in seiner ganzen Klarheit. Wir verwechseln Erleben mit Sein. Machen mit Werden, Technik mit Seele. Amin Risi würde sagen, der Mensch versucht das Göttliche zu kopieren, statt sich ihm zu öffnen. Und genau hier liegt der entscheidende Wendepunkt. Wer diese Dynamik erkennt, hat die Chance, den Weg zurück zur Integrität zu finden. Zur Entwicklung, die nicht erkauft, sondern erarbeitet und verkörpert wird. Im letzten Teil geht es darum, diesen Ausstieg aus der Illusion zu verstehen. Wie können wir echte seelische Entwicklung fördern, ohne uns von Drogen oder Technik verführen zu lassen? Und was bedeutet es, der inneren Arbeit und Integrität den Vorrang vor jeder Abkürzung zu geben? Wenn wir die Dynamik der letzten Teile betrachten, sehen wir ein wiederkehrendes Muster: die Sehnsucht nach dem Mehr, nach der eigenen Ganzheit, nach seelischer Freiheit. Diese Sehnsucht ist zutiefst menschlich und berechtigt, sie ist der Motor echter Entwicklung. Doch die Wege, die wir in unserer Kultur oft wählen, seien es Drogen, Retreats, Biohacking oder technologische Abkürzungen, führen selten dorthin. Sie schenken uns Erlebnisse, aber keine Verwandlung. Sie erzeugen Intensität, aber oft keine innere Reife. Echte seelische Entwicklung verläuft langsamer, tiefer und unscheinbarer, als es die Werbung für Drogen oder Technologien verspricht. Sie geschieht in der ehrlichen Auseinandersetzung mit uns selbst, in Momenten der Stille und Momenten der Reflexion, in gelebter Integrität und Verantwortung für unser Handeln. Hier kommen die Gedanken von Viktor Frankl ins Spiel. Er betonte, dass Sinn nicht durch Erlebnisse oder Konsum entsteht, sondern durch die Antwort, die wir dem Leben geben. Nicht wir dürfen fragen, was wir vom Leben erwarten, sondern das Leben fragt uns. Das bedeutet, wir werden durch die Konfrontation mit der Wirklichkeit geformt, nicht durch die Flucht aus ihr und nicht durch chemische oder technologische Abkürzungen. Auch C.G. Jung sah die Begegnung mit dem Schatten, den wir in uns tragen, als unverzichtbaren Schritt.
Drogen und künstliche Bewusstseinsbooster versuchen oft, diesen Schritt zu umgehen. Aber das Verdrängte verschwindet nicht einfach. Es kommt später zurück, manchmal verstärkt. Hier lohnt sich ein Blick auf die Integrität als Schlüssel. Integrität bedeutet, dass Denken, Fühlen und Handeln übereinstimmen. Wer Integrität lebt, kann sich selbst vertrauen. Wer Integrität verliert, sucht ständig nach äußeren Stützen, ob durch Substanzen, Erlebnisse oder Technologien. In meiner Praxis habe ich immer wieder gesehen, dass Menschen erst dann wirklich heil werden, wenn sie aufhören, nach Abkürzungen zu greifen und beginnen, die kleinen, stillen Schritte zu gehen. Ein ehrliches Gespräch führen, eigene Ängste und Schuldgefühle annehmen, Verantwortung für das eigene Leben übernehmen. Den Mut entwickeln, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen, auch wenn sie unangenehm ist. Hier entsteht ein Paradox, das wir in allen Weisheitstraditionen finden. Wer den echten Weg geht, erfährt die Tiefe des Lebens, ohne Rausch, ohne Flucht, ohne Illusion. So wird aus der Sehnsucht nach dem Meer eine gelebte Ganzheit. Nicht spektakulär, nicht immer ekstatisch, aber tragfähig, echt und heilsam. Damit schließt sich der Kreis. Drogen und Abkürzungen können vielleicht Türen öffnen, aber sie führen nicht hindurch. Technologische Versprechen können faszinieren, aber sie ersetzen nicht den Weg der Seele. Nur wer sich selbst stellt, der lernt zu unterscheiden und zu integrieren, wird am Ende frei und innerlich heil. Vielleicht ist das die wichtigste Botschaft für unsere Zeit. Alles, was uns wirklich wachsen lässt, liegt nicht außerhalb von uns, sondern in der Entscheidung, die wir heute für uns selbst treffen.